Verstand, Urteilskraft und einen starken Glauben holt sich ein gläubiger Mensch aus der Bibel, die man auch als das Wort Gottes bezeichnet. Glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Nur wer sich mit den Inhalten der Bibel intensiv gestärkt hat, wird die zukünftigen Ereignisse unbeschadet überstehen können. Er wird auf das vorbereitet sein, was bald als eine unvorstellbare Überraschung über die Welt hereinbrechen wird. Auch unter ungünstigen Umständen wird er den Mut haben, seinem Gewissen zu folgen und seiner Verantwortung nachzukommen. Denn er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Nun, was sind die zukünftigen Ereignisse? Worauf steuern wir zu? Die Welt befindet sich in einer Auseinandersetzung zwischen Gott und seinem Widersacher, auch Satan genannt. Alles Schreckliche, Traurige und Schmerzhafte, das uns ständig umgibt, soll laut Bibel ein Ende haben. Eine neue Gesellschaft wird auf einer erneuerten Erde gebildet. Eine Gesellschaft, die alles Böse dieser Welt nicht mehr wiederholt. Gott möchte dort jeden Menschen haben, sie, dich und mich. Dafür gibt es aber Voraussetzungen. Glauben an Gott, ein unerschütterliches Vertrauen auf ihn und Akzeptanz und Befolgung seiner Anleitungen. Nur dies garantiert ein glückliches und friedliches Zusammenleben auf der neu geschaffenen Erde. Wenn alle, die sich zu Gott bekennen, viel enger zusammenrücken und eine gründliche geistliche Erneuerung erleben, wird ein Gebetsgeist alle Gläubigen erfüllen und Uneinigkeit und Streit werden aus der Gemeinde verschwinden. Ehe Gottes letzte Gerichte über die Erde gehen, wird er unter seinen Leuten die ursprüngliche Reinheit so aufleben lassen, wie es seit der Zeit der Apostel nicht mehr gesehen wurde. Wie soll das aber geschehen? Die Antwort geben die Propheten des Alten Testaments. Jeder der alten Propheten sprach weniger für seine Zeit als vielmehr für unsere, sodass ihre Aussagen uns gelten. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Hier einige Hinweise, dass die alten Propheten wirklich für die Endzeit sprechen. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Zur letzten Zeit wirst du in ein Land kommen. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Danach werden die Söhne Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott, aufsuchen und David, ihren König. Und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge, und erhaben wird er sein über die Hügel, und Völker werden zu ihm strömen. Und er sprach zu mir: Du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Unglaubliches wird geschehen, etwas, was keiner für möglich gehalten hätte. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Das Hauptthema der alten Propheten ist die geistliche Wiederherstellung Israels. Leider ist diese Erneuerung und Wiederherstellung
nur durch vorbereitende Gerichte und Aufrüttelung möglich. Wenn der Herr den Kot der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus dessen Mitte hinweggespült hat, durch den Geist des Gerichts und durch den Geist des Ausrottens. Gott gebraucht fremde Völker. Herr, als Werkzeug des Gerichts hast du sie eingesetzt und du, Fels, hast sie zur Zurechtweisung bestimmt. Welche Völker sollen es konkret werden? Der Prophet Joel spricht von einem großen und mächtigen Volk, wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nie mehr sein wird. Und Hesekiel identifiziert es als Gog zum Land Magog, den Fürsten von Rosch, Meschech und Tubal. Aber auch Paras, Kusch und Put verbinden sich mit ihnen, auch Goma und Togarma. Versuchen Sie selber herauszubekommen, wer diese Völker sind. Was sind nun die Ursachen dafür, dass Gott zu diesen Maßnahmen greifen muss? Hier einige Punkte, die die alten Propheten erwähnen. Verharmlosung des Unrechts. Ihr werdet dem Herrn lästig mit euren Worten. Ihr fragt, inwiefern werden wir ihm lästig? Weil ihr behauptet, der Herr freut sich an Menschen, die Böses tun und hat Gefallen an ihnen, oder? Wo ist denn der Gott, der richtet? Götzendienst oder auch Sonnenkult. Und ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner Jerusalems und will aus diesem Ort alles ausrotten, was vom Baalsdienst noch übrig ist. Die Nachlässigkeit, sich für Gottes Sache einzusetzen. Dieses Volk da sagt, die Zeit, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen, ist jetzt noch nicht gekommen. Daher erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es etwa für euch selbst an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern daliegt? Nachlässigkeit im Zehnten zahlen. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Moralische Reinheit. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seine Jugend untreu, denn ich hasse die Ehescheidung. Hartherzigkeit. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Lieblosigkeit. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Ablehnung der Reinheitsgesetze. Die Schweinefleisch und Abscheuliches und Springmäuse essen, allesamt werden sie ein Ende nehmen. Sabbatentheiligung. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert. Wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Gottes Bemühungen um die Rettung der Menschen werden gelingen. Die Aufrichtigen in seinem Volk werden lernen, sich ganz auf ihn zu stützen. Und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, das sein Vertrauen auf den Namen des Herrn setzt. Die dann von Israel noch übrig sind, werden nichts Unrechtes mehr tun und keine Lüge reden, und in ihrem Mund wird man keine trügerische Zunge mehr finden.
Die Auswirkungen dieser einzigartigen Entwicklung werden unglaubliche Folgen haben. Die Ereignisse und das vorbildliche Leben derer, die sich nicht nur zu Gott bekennen, sondern auch mit ihm leben, werden viele Menschen davon überzeugen, dass es einen liebevollen, gerechten Gott gibt. Und das wird ihr Leben verändern. In jener Zeit werden sich 10 Männer aus den verschiedensten Ländern einem Juden anschließen wollen. Sie werden ihn an seinem Gewand festhalten und bitten: Lass uns doch mit dir gehen, denn wir haben gehört, dass Gott auf eurer Seite ist. Die weltpolitischen Entwicklungen brauchen uns nicht zu entmutigen und Angst einzujagen. Wenn wir uns täglich darum bemühen, in allem Gottes Willen zu tun, wird er uns nicht im Stich lassen. Gesegnet ist, wer sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Der wahre Christ wird in Zeiten, wenn die Angst regiert, feststehen wie ein Fels in der Brandung. Er wird einen stärkeren Glauben und eine größere Hoffnung haben als in den Tagen seines Wohlergehens.